muss mit euch reden. Ah, was ist das? Rasmus ist. Er ist der Hauptmann. Ihr werdet bald. Ihr müsst an den Männern des Hauptmanns vorbeikommen. Und jetzt verschwindet von hier. Rettet die Königin. Dieser muss. Es ist. Gibt es. Ja. Sie sind. Ja. So wie. Lauft ihr immer. Sie sind. Ja. So wie. Nur autorisiert. Ihr habt keinen Zutritt. Kein Zutritt. Keine Außenseiter erlaubt. Kein Zutritt.
Erklärt mir, was ihr... Der Hauptmann der Wache... Einen Augenblick, Okelmo. Ich möchte hören, was dieser zu sagen hat. Königin Iron, ich fürchte um eure Sicherheit. Bitte schenkt dem, was gerade gesagt wurde, keinen... Rasumdar wurde erwähnt. Er handelt in meinem Namen. Wenn ihr dem nicht nachgehen wollt, dann werde ich das tun. Ich entschuldige mich, meine Königin, wie ihr wünscht. Ihr seid eine Frau, die weiß, was sie tut, aber ihr müsst vorsichtig sein. Ira, kommt mit mir. Wir werden den Tempel gemeinsam erkunden. Mara, erbarme dich. Was geht hier vor sich? Ihr... Es tut mir leid. Ich habe mich geirrt. Ich habe versucht, sie aufzuhalten. Passt auf. Auf dem Balkon. Das ist eine Falle. Okay, Mo, wie ich sehe, habt ihr mein neuestes Spielzeug bereits kennengelernt. Astanya, Verräterin, kommt hier runter zu mir, falls ihr euch traut. Unsere Königin hat uns verraten. Ich wollte ihren Kopf, aber mir reicht auch der eure. Tötet sie! So sei es, Astanya. Es ist noch nicht vorbei, Schlachtenvogt. Das Dominion wird es nicht mehr lange geben. Dafür wird das Schleiererbe sorgen. Das Dominion wird es noch geben, nachdem das Blut unter eurer Leiche vertrocknet ist. Kommt hier runter und stellt euch eurem Schicksal. Jetzt muss ich mich persönlich um euch kümmern. Wir müssen der Königin Meldung erstatten. Verschwinden wir von hier. Nun? Astanya, Verrat? Die Seesoll. Hervorragend. Mit der mir innewohnenden Macht.
Nun, wie hervorragend. Mit der mir... Nun, wie lautet eure Antwort? Ich hoffe, die... Hervorragend. Mit der mir innewohnenden Macht ernenne ich euch zu einem Agenten in meinen Diensten. Ihr seid nun ein... Nun, wie lautet eure Antwort? Hervorragend. Jetzt zu größeren. Ich muss mich, wie ihr heute gesehen, wählt euren eigenen Weg, wie ihr wünscht. Ich wünschte, ich... Oh, Auriel, mein Vater, wie ihr wünscht. Das Ende... Willkommen in...
Ihr kommt mir bekannt vor. Favorit der Königin. Ich bin froh. Eine wenn die... Ich schwöre, immer wenn ein Ja. Wir rufen unsere verehrten Ahnen auf, dass sie ihre Erinnerung und Weisheit mit uns teilen. Eure Ahnen schämen sich für euch, Usurpator. Die Schleierkönigin ist die rechtmäßige Erbin. Und Norion wird eure Herrschaft beenden. Meine Königin, Vorsicht! Die Sicherheit...
Ja. Du brauchst nicht so zu schreien. Ja. Irgendwas anderes. Ja, du brauchst immer noch nicht so zu schreien. Ja. Man muss nur nicht so schreien, jetzt geht's. Ja. Ja, hör mal, hier eine Rotwadrone, die ist gut für einen Ausdauerzauberer. Und eine Hochelfe ist gut für einen Magikerzauberer. Ich würde eher einen Tank nehmen oder so. Ja, einen Tank habe ich jetzt auch gerade. Ich habe einen kaiserlichen Tank, aber ein Tank, der macht ja wenig Schaden. Ja. Ja, also Schaden macht er wirklich wenig. Wenn ich auf meinen Charakter gehe, ich zeig dir mal ein Bild. Warte mal, ich mach mal ein Bild. Da siehst du mal, was der an Schaden macht. Ja. Ja. Der ist auch nicht so schlecht. Weil ich kann den kaiserlichen machen, du aber nicht, weil ich die Imperial-Version habe. Ich kann keinen kaiserlichen auswählen. Wenn ich Ja, das ja, Kaiservolk. Benötigt Kaiservolk. Ja, ja. Aber es gibt auch gute Magiker-Drachenritter. Hier eine Dunkelelf ist gut, Magiker-Drachenritter. Oder eine Hochelf ist ganz gut. Ja. Warte mal, hier gehe ich mal eben auf Charakter auf den Arm. Der macht schon ein bisschen mehr Schaden. Ich mach mal eben ein Bild, siehst du mal. Ja.
Also du musst dir das überlegen. Und, warte mal, ich gehe mal eben auf meine Karte. Da ist die Karte. Ich mach dir mal ein Bild. Dann kann ich dich nachher da hinbringen. Warte mal, ich zoome das Bild mal ein bisschen ran, dann mache ich mal ein Foto. So, ich habe ein Foto gemacht, das schicke ich dir mal eben. Er ist unterwegs. Das ist diese... Mary Dominion. Da bin ich nämlich auch drin. Ja. Wir haben das hier wenigstens alles schön grün bei uns. Das ist ja so eine ziemlich gute Gilde. Ein Pakt, besser gesagt, ist ein Pakt. Hast du dir schon überlegt, was du spielen willst? Nee, ich weiß noch nicht, ich bin mir da noch unschlüssig. Ich habe ja auf Skyrim habe ich die Agonia immer gespielt und das war ja richtig, hat mir Spaß gemacht. Aber ich bin mir noch nicht sicher. Vielleicht nur noch ein Dunkelelf oder ein Beretron oder sowas. Ich weiß es mal. Oder ein Ork wäre cool. Ach, ich glaube ich nehme Ork an. Ja, warte mal. Wenn ich mal hier auf meine Gilde gehe, warte mal, Soziales, das gehe ich mal auf meine große Gilde, das ist die Gilde, da sind 500 Leute drin. Da bin ich seit kurzem drin und, also wir spielen alles da. Da sind Zauberer, ich sehe das ja hier auf dem Bild, weißt du. Da ist wirklich alles. Ich mach dir mal ein Foto von der Gilde, da siehst du das mal. Da ist alles kunterbunt. Ja. Der eine sagt, Zauberer ist am besten, der andere wieder eine Dachklinge. Ja, da siehst du das mal. Da ist eigentlich immer gleich alles. Alles kunterbunt. Und dann gehst du mal, guckst du erstmal von denen so 2-3 Videos an und dann gehst du mal auf denen ihre Seite und dann siehst du auch, was die da für einen Schaden machen. Okay. Ja, ja und dann, das müsste schon einigermaßen stimmen da, weil das ist ja ein Haufen Arbeit. Ich meine, bis auf Stufe 50, das geht eigentlich immer schnell. Aber bis auf 160, das ist ein weiter Weg. Ja, ich bin unschlüssig, ob ich eine Nachtklinge oder einen Zauberer nehmen soll. Ach, oder einen Hüter, einen Templer meine ich. Templer sind glaube ich Heiler, ne? Kann das sein? Ja, machen auch mal hier, aber Heiler will ich nicht gerade machen, ich weiß nicht. Macht ihr doch eine schöne Hochelf als Zauberin. Ich habe eingesehen, der macht einen Schaden von fast 4000.
Das ist schon echt viel. Und bei Tiere, da sind viele Zauberer. Ja. Hochelfen aber dann. Hochelf oder Dunkelelf, aber die meisten machen eine Hochelf. Und da musst du ja auf der linken Seite, wenn du auf Charakter gehst, da sieht man das ja. Warte mal, Charakter. Da steht ja ganz links Magiker, darunter steht Leben oder Ausdauer. Und bei der Hochelf ist das auch ziemlich einfach, da machst du alles 64 mal Magiker. Okay. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich noch Material habe, also ich bin ja schon ziemlich weit bei dem Spiel. Ich kann alles herstellen, alles. Ja, wenn ich jetzt noch Material habe für so einen kleinen Level, dann könnte ich dir noch ein bisschen Rüstung zusammenbauen. Dann hast du von Anfang an schon eine einigermaßen gute Rüstung. Okay. Ja. Ja, ich mache mir jetzt... Also ich würde sagen, mach am besten erstmal eine Hochelf Magiker. Und wenn du die auf 160 Champion-Punkte hast, dann bist du schon einigermaßen weit. Und dann kannst du ja immer noch einen neuen Charakter machen hinterher. Ja, ich mache mir jetzt hier so einen Hochelf. Hochelf Magiker Zauberin. Ja, einen Zauberer habe ich mir gemacht. Also, Bist du schon dabei? ja. Ja gut, dann mach Hochelfe mit Zauberin und vergiss nicht mehrere Dominion machen. Ja, das habe ich gemacht. Die in der Mitte, das Ding. Gut. Wo kommst du gleich raus? Du kommst, glaube ich, rauf aus, wie heißt das nochmal, dieser Ort da? Warte mal, ich guck mal auf meine Karte. Kommst du jetzt unten raus, wenn du da fertig bist, in Wadenfell? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne die ganzen Städte noch nicht. Ist ja gleich sehen. Ich zeig dir gleich erstmal, wo die ganzen Gilden sind. Okay. Ich glaube, du kommst hier raus, wo ich jetzt hingehe. Kunadis Rast, glaube ich. Ich gehe da schon mal hin. Da könntest du rauskommen nachher. Ach, Tese ist auch nicht so schwer. Und viele spielen am Tag 8 Stunden. Ja, so viel Zeit habe ich nicht. Ja. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ich bin schon älter, 35. Okay. Ja, ist ja, bin ich auch fast. Ja. So, ich bin mit Kunanis Rast, da könntest du gleich rauskommen, eventuell irgendwo. Ich weiß es aber nicht. Ja, ich brauche noch ein bisschen. Ich mache mir gerade meinen Charakter. Ja, mach das alles in Ruhe, auf jeden Fall. Da musst du einigermaßen gut aussehen. Hör mal, ich rauche mir mal eben eine, dann bin ich gleich wieder da, oder? Ja. Bis gleich.
Yeah! Woo! So, bin schon wieder da. Das ging aber schnell. Ja, ich mache immer so dünne Zigaretten. Ich rauche nicht allzu viel. Jetzt muss ich mich erstmal wieder zurechtfinden mit diesem Charakter hier. Ich habe 8 Stück. Machst du eine Frau oder Mann? Mann. Mann. Ja, ich hab Männer und Frauen. Ist ja egal, was man macht, oder? Ob Frau. Naja, das ist egal. Auch der Name ist egal. Irgendein Name erfinden und fertig. Also wenn du hier gleich rauskommst, wo ich bin, das wäre schon mal ganz gut, weil hier weiß ich ungefähr, wo die Himmelscherben sind. Da könntest du die schon mal einsammeln. Aber ich bin jetzt, wo kann ich denn sehen, wo ich bin? Bitte? Wo kann ich denn sehen, wo ich bin? Auf der Karte. Du drückst auf den Controller einfach das große Viereck oben drauf. Einfach draufdrücken. Ah, okay, ja. Okay, Nartis Rast bin ich. Warte mal, ich lade dich jetzt mal ein. Moment. Soziales. Freunde. Wo bist du denn? Ich sehe dich nicht. Ich sehe dich gar nicht. Okay, Nartis Rast bin ich. Ja, ja. Du mich mal einladen. Geh mal auf Freunde. Ins Menü musst du gehen. Ins Menü Soziales, dann auf Freunde. Da müsstest du mich sehen. Ach, jetzt sehe ich dich, Warte mal, ich lade dich ein. In Gruppe einladen. Ja, du hast einen Zauberer, Stufe 3, mehrere Dominion. So, warte mal, jetzt muss ich gucken, wo du bist auf der Karte. Müsste ich dich gleich sehen. Ach, da unten bist du, ja, ja. Gut, du musst jetzt zu mir hochkommen. Guck mal auf der Karte, da müsstest du mich sehen. Da musst du zu mir hochkommen. Ich muss erstmal gucken, wo du bist, ja.
Warte mal, ich komm zu dir runter. Ich weiß, wo du bist. Ach, da, die Krone bist du, okay. Ja, warte mal, ich komm zu dir runter. Da wo du bist, da ist ja schon eine Himmelscherbe. Da sehe ich dich schon. Ja. So, jetzt musst du mir mal eben folgen. So, hast du ja spitze Ohren? Ja, ist noch hoch, sehe ich schon. Spitze Ohren hast du. So, komm mal mit. Hier hinten in den Turm. Da ist der Himmelsscherbe ganz oben. Und wofür sind die gut? Ja, du musst doch hinterher was freischalten. Die brauchst du. Okay. In der Spiel sind viele Himmelscherben, die brauchst du alle. Also massenhaft. Hier oben ist eine. Die musst du nehmen. So, jetzt wieder runter. 2 von 3 Scherben. Ja, wenn du 3 hast, dann hast du einen Fertigkeitspunkt. Jetzt musst du mal gucken, ob hier unten irgendwie so ein blaues Buch liegt. Wenn da blaue Bücher liegen hier unten, ich sehe die nicht mehr, weil ich habe die fast alle schon. Falls da eins liegt, dann musst du das nehmen. Das ist ein Magikerbuch, die brauchst du auch. So, Moment, ich muss auf der Karte gucken. Jetzt kannst du mir wieder folgen. Jetzt müssen wir da oben hoch. Zur nächsten Himmelsscherbe. Ja, ich mache langsam. Und das Pferd, das muss man hinterher leveln, dass das schneller wird. Ja. Musst du jeden Tag machen. Also wir müssen da oben hoch, gucken, wie wir da hochkommen. Da oben ist ein Wegschrein erstmal. Ach, hier hoch, hier geht's hoch. Könnte die Bestie auch reiten? Jetzt gehen wir erstmal zu dem Wegschrein hin. Dann ist der auf deiner Karte. So, da musst du einmal hin immer zum Wegschrein, dass der auf deine Karte eingetragen ist. So, jetzt wieder zurück. Jetzt hier hinter ist eine Himmelsscherbe, hier hinter. So, hier. Okay. Ich weiß das, wa? Ja, ich hätte das nie gefunden, ne? Ich bin hier einfach aus Da musst du auf den Computer gucken. So, jetzt hier runter. Ich bin jetzt hier runter, du hinterher. Jetzt gehen wir zur nächsten. Ja, ich habe keinen Computer hier neben mir, deswegen. Ja, ich auch nicht. Ich habe den im Wohnzimmer. Und ich bin im Schlafzimmer. Im Schlafzimmer habe ich einen großen Fernseher. Ich liege dabei im Bett. Das ist viel angenehmer, so auf dem Stuhl zu sitzen oder auf dem Sessel. Pass auf, die Viecher hier. Einsacken, alles mitnehmen, alles mitnehmen. Der hat Käfer, alles mitnehmen. Das kannst du alles verkaufen hinterher. So kommst du an Gold. So, warte mal, wir müssen hier rüber. Das Blöde ist, ich habe die Himmelsscherbe schon. Ich kann sie jetzt nicht mehr sehen. Jetzt musst du ein bisschen aufpassen. Aber hier muss irgendwo eine sein, eine Himmelsscherbe. Siehst du schon was? Nee, noch. Ich hab sie. Ich aber. Hier. Ach, da, ja. Ja, ich sehe die nicht mehr. Ich sehe nur diese Stümpen da, weißt du? Siehst du? Ich habe die dritte. So, jetzt müssen wir, warte mal, was auf der Karte gucken. Jetzt müssen wir hier hinten her. Jetzt haben wir hier noch 2 Himmelsscherben, dann sind wir schon fertig. Also was ich hier habe, es ist ein Ausdauerdrachenritter. Ja.
Aber auch auf der kleinen Stufe ist der ja noch. Also du sagst, also ich habe ja jetzt Zauberer gewählt, also ich soll Magiker, alles auf Magiker setzen. Richtig, 64 Mal. Okay. Und mit meiner Nachtklinge, da kann ich alles bauen. Das ist wie ein anderer Charakter. Die nehme ich auch nur zum Bauen, weißt du, für die Rüstung und sowas. Mit der kann ich dir dann schon mal eine einigermaßen gute Rüstung bauen für einen Zauberer. Okay. Ich habe auch eine Hochelfe-Zauberin. Also schlecht ist die nicht. Vor allen Dingen kommst du später gut an einer guten Rüstung dran für eine Hochelfe. Das sieht beim Ausdauerzauberer schon viel schlechter aus. Manchmal. Sie haben eine Menge Gold. Wenn Sie Söldner anheuern, dann um jemanden zu So, erstmal wieder zum Wegschrein. Hier. So, jetzt weiter. Jetzt müssen wir hier hinter das Haus. Hast du einen Hund? Ja, meine Schwiegermutter. Ja, schön. Alles ist so ruhig. Ah, da So, hier ist... Ja, ja. Passt auf, wo Ich gucke schon mal wieder auf der Karte zur nächsten. Wo wir jetzt hin müssen. Ah, die war versteckt. Und wir müssen hier rüber. Oder zwei haben wir sogar noch, zwei Himmelscherben. So, hier runterspringen. Ja, und sonst muss er am Computer gucken. Ja, das Einfach im Internet eingeben, ESO Himmelsscherben. Und dann siehst du das schon alles. Ja, ich werde auf jeden Fall mal gucken. Ja, muss er auch. Und auch wegen den Magiker-Büchern. Das heißt, Lorebook heißt das, Lorebook. Da würde ich erst Euriben machen und dann Gradwald und dann die anderen Sachen. So, hier kommt nachher der Himmelsschirm. Auf der linken Seite an den Felsen. Aber ich habe keine Ausdauer mehr. Kann ich ganz nur rumlaufen. Alles einsacken wieder? Ja, habe ich. So, hier rechts bleiben. Links bleiben, so. Hier musst du aufpassen, hier muss irgendwo sein. Ja, jetzt sehe Hier auf der linken. An dem Baum. Ja, geh mal dahin. Ah ja, da. Was ist hier passiert? So, jetzt haben wir noch einen, hast du alle. Muss ich wieder auf der Karte gucken. Warte mal, muss die rauszusammen. Ah, warte mal. Ich glaube, hier war das. Ja, erstmal darüber. Die war da auf so einer Insel. So, einfach mal hier rüber. So, jetzt musst du hier die Augen aufhalten. Irgendwo war die hier. Ja, ich guck mal jetzt rum, ja.
Wie gesagt, ich sehe sie ja nicht mehr. Ich sehe den Schrein aber auch nicht, da diesen Lichtstrahl. Oder hier hinten auf so einer Insel, ich weiß es nicht. Komm, wir gehen mal hier rüber. Also auch nichts. Da hinten, Vorkopf. Da hinten ist. Hast du was? Ja. Ah, gut, gut, gut. Siehst du, hast du doch. Jetzt hast du hier alle fertig. Das wird ja gleich angezeigt. Ja. Gleich kommt eine Nachricht. So, warte mal. Ich reise jetzt mal vor und du reist mir gleich hinterher. Ich muss aber erst vorreisen. Nach Auridon. Moment. So, lass mich erst reisen, dann kommst du gleich hinterher. Aber dauert noch. Ich bin erstmal unterwegs. Ja, alles gut. Warte mal. So. Und du gehst jetzt ins Menü und da gehst du auf Gruppe und dann drückst du auf meinen Namen und dann zu Spieler reisen. Aber warte noch. Ich bin noch unterwegs. Dauert noch. Die haben langsame Server bei These. Jetzt kannst du erstmal den Gilden beitreten. Jetzt kommt wieder die Nachricht, dass die Ladezeiten könnten länger dauern. So, jetzt bin ich da. Jetzt kannst du reisen. Ja, mache ich gerade. Ja, dauert immer was. So, jetzt bist du da. Ich bin hier neben dir. Hier. Ah ja, da. So, jetzt komm mit. Jetzt gehen wir erstmal zu den Unerschrockenen. Dann trittst du zuerst bei denen bei. Da seid ihr ja. Keine Sorge, nur ihr könnt mich sehen. Komm. Oh, warte. Wir sind hier drin. Warte mal, ich gebe dir mal eben 1000 Gold. Warte mal eben. Soziales, Freunde. Drücke ich auf deinen Namen. Moment. Neue Nachricht. Gold anhängen. So, ich habe dir 1000 Gold geschickt. Jetzt musst du gleich gucken im Menü, Soziales und dann bei Nachrichten. Menü, Soziales, Nachrichten, ja. Ist das schon da? Ja, ist da. Gut, dann nimm das. Hab ich. Gut. Jetzt gehen wir hier rein in das Haus. Einmal die Treppe hoch. So, jetzt sprich mit dem hier. Mit dem Turuk oder wie der heißt. Mit dem Mann hier. Ja. Seid gegrüßt. Wo? Wir? Das ist ihr. Dieser hilft nicht. Wir sind erfahrene Abenteurer.
Dieser hilft nicht. Wir sind erfahrene Abenteurer. Wir können euch draußen bei den... Wir sind erfahrene Abenteurer. Wir können... Rekrut der Unerschrockenen. Ja, pass auf, und hier neben, da stehen noch diese 3 Frauen, oder was das hier sind. Sprecht mit jeder von den 3 Frauen. Und die eine fragt dich hier nach Geld, dann gibst du ihr Geld. Klingt eine Höhle von... Mit allen 3, die hier stehen. Das ist doch gerade der... Die eine fragt nach Gold. Frischfleisch. Da musst du ihr Gold geben. Mit der ich mich betrinken kann. Schon gut. Gebt mir einfach hervorragend. Also $18 sollte ich dir geben. Ja, mach ruhig. Ja, hab ich. Hey, wenn das nicht mein Liebster... Gut, und jetzt guck mal ins Menü auf Fertigkeiten, ob da Unerschrockenen drin ist. Ziemlich weit unten. Menü, Fertigkeiten und dann Unerschrockene. Die Unerschrockenen, ja. Gut, hast du das. Dann bist du jetzt hier fertig, wa? Okay. So, kommen wir hier raus. Jetzt gehen wir zur Kriegergilde. Was ist hierher, ja. So. Aber hier kenne ich mich aus. Im anderen Pakt, da musst du wieder alles erst suchen. So, hier hoch, da oben ist das schon. So, hier rein. Jetzt sprech mit dem Mann, der vor mir steht. Hergekommen, um ein Handwerkszertifikat Wenn ich das nächste Mal im Feld... Willkommen in unserer Halle. Die... Hervorragend. In Ordnung. Dann lasst mich der Erste sein, der euch offiziell als Geld meine geben? Kameraden Ah, nee, der gib mir Geld. Kriegergilde willkommen heißt. Ja, er gibt dir was. Ja, hab ich. Fertig? Ja. Dann hier raus. Einmal hier runter. Und hier ist die Magikergilde. Jetzt sprichst du mit dem Mann, der vor mir steht. Faszinierende Anwendung. Korinore. Ja, ja. Ja, natürlich. Es freut mich. Wir sind gewissermaßen... Wir bitten besonders... Ausgezeichnet. Katastrophe Ja, hab ich eure auch. einzige Belohnung sein. Gut. Guck mal, und hier draußen stehen 2 Bücherregale. Da machst du auf Durchsuchen, das müssen wir öfters machen. Dann wird dein Charakter auch ein bisschen. Ja, habe ich gemacht. Also wenn da Bücherregale irgendwo sind, ruhig mal reingucken. Das kann nicht schaden. So, warte mal, jetzt müssen wir hier weg. Jetzt können wir hier rein. In das Haus hier. Merkt ihr mal dieses Haus. Jetzt sprichst du mit diesem Mann hier. Mit dem Mann, der vor mir steht. Ihr nennt diese Tasche... Ah. Das ist der Rucksack, was du tragen kannst. 10 Dinger kann ich mir nehmen. Ja, mach einmal ruhig. Ja, habe ich gemacht. Gut, und beim zweiten Mal wird es teurer, beim dritten Mal noch teurer. Das kannst du hoch machen bis Level 90. Wenn du jetzt gehst auf Inventar, also Menü Inventar, da siehst du ja ganz oben, was du tragen kannst. Tragkapazität. Ja, 16 von 70 habe ich jetzt. Ja, siehst du? Ich habe auch noch 70 hier. Und das kannst du aber hier hoch machen. Ich glaube, beim zweiten Mal kostet das 2000 auf 80 und von 80 auf 90 kostet glaube ich 5000. Und den Rest musst du ja hinterher machen bei der Frau beim Pferdestall. So, jetzt gehen wir mal erst zu unserer Bank. Warte mal, hier oben hoch.
Erstmal gehen wir die Treppe hoch. Da ist nämlich eine Himmelsscherbe. Ja, da oben steht es. Leuchten. Ja. Einmal Treppe hoch. Kannst du mal wieder hier in die Schränke mal eben gucken. Die Bücherregal. Überall reingucken mal eben. Dann levelt wieder was. Also klauen würde ich nichts, das bringt nichts. Schon mal kann man auch klauen, das bringt aber nichts. Hier sind auch noch zwei. Hier stehen noch zwei. Und dann ist hier draußen die Himmelsscherbe. Ja, hab ich. So, jetzt können wir wieder reingehen. Jetzt die Treppe runter. Das sollst du alles wissen, sowas, wa? Ja, das hätte ich nie gewusst, ja. Ja, hier kannst du was klauen, will ich aber nicht machen, das bringt nichts. Und hier am Feuer, wenn du mal Rezepte machst, da kannst du Rezepte herstellen. Ja, ich habe letztens da musst du Tomatensuppe oder so gefunden, habe ich eine Tomatensuppe gemacht. Ja, und da kannst du hier auch nochmal in die Schränke gucken. Ja, habe ich. So, und jetzt stelle ich mal hier vor diesem Tisch und spreche mit diesem Mann. Das ist der Münzhändler. Ich will auf meine Truhe zugreifen, hier. Ist ja der Münzzähler. Das ist deine Truhe. Die kannst du auch erweitern hinterher. Ja? Da steht ganz unten, Platz erweitern. Siehst du das? Da kannst du jetzt Sachen reinlegen oder Sachen rausholen. Fünffache Bewunderung, mein Freund. Ja. Ihr wollt eine So, pass auf. Ich lade dich jetzt in einer Gilde ein. Du nimmst an. Soziales. Warte mal, gehen. Moment. Mitglied hinzufügen. Moment. Da bist du. So, Einladung hast du. Ja, habe ich. So, annehmen die Anleitung. Und dann gehen wir ins Menü, Soziales auf Gilden. Ja. Mach auf Mitglieder. Mitglieder, ja. Da kannst du, ja du bist drin, ich sehe dich. Und dann kannst du auf R3 drücken, dass du nur die siehst, die online sind. Ja, ich bin da auch drin. Kannst du auf Rang, oben, ganz oben drücken auf Rang. Ja. Ich bin Level 19 Trinity. Ja, sehe ich. Und du bist ganz unten. So, folgendermaßen, wenn du jetzt ein bisschen Gold hast mal, oder was, und du willst mal, drück mal auf den Controller das große Viereck. Da siehst du diese Karte. Ja. Siehst du die? Ja. Jetzt drückst du am Controller oben das Dreieck. Rechte Seite Dreieck. Hast du? Einstellung, ne? Ja, habe ich. Dann gehst du, das ist ja links, ist ja die Quest und dann kommen Orte. Siehst du das? Ja, Orte, ja. Ja, jetzt kannst du mal überall draufdrücken. Bei dir ist ja noch alles leer, ne? Siehst du das? Ja. So, wie kommst du jetzt an jeden Ort hin? Keine Ahnung. Ja, normalerweise sollte man ein Gebiet fertig leveln, diese ganzen Quests machen und dann schicken sie dich woanders hin. Du machst das aber anders. Du gehst einfach nur auf Soziales, du gehst auf Gilde und da drückst du drauf und dann auf Mitglieder. Und dann siehst du ja, wo die ganzen Leute sind. Siehst du das? Ja. So, und da drückst du einfach irgendeinen Name, drückst da drauf und dann machst du einfach Zuspielerreisen. Ja, sehe ich, ja. So einfach ist das.
Und ich glaube kostenlos ist das auch noch. Oh, das ist ja geil. Und so kommst du überall hin. Ich lade dich jetzt in noch eine Gilde ein. Moment. Soziales. Gilden. Ich bin in 2 Gilden. Mitglied hinzufügen. Moment. So, nimm mal wieder an. Hast du angenommen? So, geh doch mal auf Soziales, Gilden und jetzt auf die neue Gilde. Die ist größer. Ja. Da sind 500 Leute fast drin. Das ist ja ziemlich heftig. Und das Gute ist, die haben auch einen Händler, da kannst du verkaufen. Da kannst du schön Gold machen. Das ist gut, ne? Ja. Und der Händler, der steht in Karkstein, und zeige ich dir später. Ja? Also ist schon mal nicht schlecht. Aber du kannst erst was aus dieser Gilde rausnehmen, wenn man dich befördert. Und das kostet hier in der neuen Gilde, steht ja da, auf Gilde gehen. Und die letzte Gilde, da steht das ja alles auf Ränge. Musst du mal Ränge gucken. Ja. Und dann steht da, du musst 50.000 Gold einzahlen, dann kannst du auch was entnehmen. Also das ist schon ziemlich viel. Die musst du erstmal haben. Kannst du mal alles später machen. Und dann ist da folgendermaßen, wenn du das rausnehmen kannst, ist egal welche Gilde das ist, da nimmt man nicht 10, 20 Sachen raus, da fliegst du ganz schnell aus der Gilde raus. Da nimmt man 2, 3 Sachen raus und das war's dann. Und wenn du mal jetzt was hast, dann tust du auch mal jetzt was reinlegen. Das ist ein Nehmen, ein Geben. Ja? Wenn sich das nämlich rumspricht, und das spricht sich schnell rum, dass du da irgendwelche Sachen rausnimmst, 20, 30 Stück und verkaufst die dann einfach oder verschenkst die andere Leute, da bist du überall unten durch. Da kommst du nirgendwo mehr rein, keine Gilde. Okay. Deswegen nimm da immer 2, 3 Sachen raus, dann sagt da auch keiner was. Und wenn du mal irgendwie was hast, dann tust du mal ein bisschen da rein. Ja, so einfach ist das. Aber du musst dich ja erstmal befördern, bevor du überhaupt mal was rausnehmen kannst. Jetzt ist das erstmal für dich gut, dass du überall hinreisen kannst. Ja, genau. Ja. So, und jetzt zeige ich dir mal diese Wüste da, diese drei Anker da, wo die ganzen Spieler immer sind. Da leveln die Kriegergilde und den Charakter leveln die da. Und da vorne ist der Pferdestall, da kannst du später ein Pferd kaufen. Das kostet aber 10.000 Gold. Hier ist der Pferdestall. Bist du da reingegangen? Ja, ne? Ja, ich bin hier drin. Ja. Und da musst du mit der Frau reden. Da siehst du, was ein Pferd kostet. Da steht sie, hier steht sie. Willkommen, mein Freund. Ich glaube 10.000 Gold. Naja, das ist der billigste 10.000. Ja, du musst erstmal haben. Und dann, wenn du ein Pferd hast, musst du jeden Tag hier hinter der Reitstunde machen. Ich mache immer zuerst 10 auf Schnelligkeit, dann 10 auf Ausdauer. Dann mache ich 20 Schnelligkeit, 20 Ausdauer. Ja. Da wirst du schon mal ein bisschen schneller. So, ich reise jetzt vor in die Wüste und du kommst dann gleich hinterher. Ja, alles klar. Ach, die Zuflucht, die zeige ich dir noch eben, oder? Aber mit der Zuflucht, da kannst du noch warten mit der Quest. Warte mal, ich reise eben mal vor, erstmal reise ich vor in die Wüste. Erstmal das. Moment. Ich reise zuerst oben zum Anker. Also, Hochelfe Zauberer, die macht aber richtig Spaß. So, ich bin da.
Und Vampir brauchst du auch noch. Ja, wie mit Vampir hat mich irgendeiner vorhin angeschrieben und wollte irgendwie 10.000 dafür haben, dass er mich zum Vampir beißt. Ne? Die wollen 10.000, wollen die. Ja, genau. 10.000 Gold meistens. Wofür? Warum? Weshalb? Warum wollen die dafür Knete? Ja, das ist Geldmacherei. Komm, du musst mir hinterher. Da hinten ist der Anker. Ich mach dir den umsonst, du brauchst da nichts für bezahlen. Ich hab Vampir, ich hab auch Werwolf, alles. Ich mach das immer umsonst. Ja. Das sind alles diese Abzocker, weißt du? So, hier ist jetzt ein Weg, hier ist jetzt ein Anker, siehst du das? Da liegen schon die ganzen Toten rum. Ja. Wir gehen jetzt weiter zum nächsten Anker. Das wirst du später sehen, noch alles hier. Hauptsache, du warst jetzt erstmal hier, dass das bei dir eingetragen ist auf der Karte, weißt du? Pass auf, da kommen die beiden Viecher, ja. So, ich gehe jetzt zum nächsten Wegschrein. Moment, ich muss eben gucken. Du reist mir wieder hinterher. So, ich bin da. Hier sind sie auch schon mit dem Anker fertig, ist aber egal. Hauptsache wir waren erstmal hier. So unterwegs? Ja, bin ich. Ach, aber da sind bestimmt 50 Leute hier, oder mehr noch, mehr. Die waren jetzt gerade im Anker fertig, jetzt reisen die alle zum nächsten Anker. So, die sind alle gerade weg. Komm, wir müssen über den Berg hoch. Dass du erstmal diesen Anker auf deine Karte kriegst. Die sind gerade fertig, die Typen. Also 50, 80 Mann war das bestimmt. So. Erstmal hier vorne hin, hier runter. Ja. So. Ist der Anker eingetragen, jetzt können wir wieder runter. Wieder zum Wegschrein. Und jetzt gehen wir zum dritten und zum letzten Anker. Ich reiche schon mal vor. Jetzt muss ich da unten nach dem hin her. So. So, ich bin schon da. Oh, ich komme. So, komm, schnell zum Anker, fängt gerade an. Gleich kommen die ganzen Leute. Ja, ich laufe einfach den Leuten hinterher. Ja, da kommen ja noch viel mehr, warte mal. Da kommen richtig viele Spieler gleich. Alles Einsame, was du hier kriegst. Alles Einsame.
Das geht so schnell, da sieht man die Feinde schon gar nicht mehr. Nee. Ja, weil das so viele Spieler sind. Einfach nur R2 spammen. Ja, warte. Erstmal machen die alle, töten die alle, dann die Anker schließen. Jetzt kommt der Boss. Der steht immer hier, wo ich bin. Da ist der Boss. Und alles einsammeln. Und gleich kommt die Truhe, da musst du alles rausnehmen. Hier, wo ich stehe, ist jetzt die Truhe. Alles rausnehmen. Und jetzt ganz schnell zum Weg schreien. Ganz schnell. Ganz schnell zum Weg schreien. Die laufen jetzt alle zum nächsten Anker. Jetzt auf die Karte gucken und nach oben reisen, nach oben, zum Wegschrei nach oben. Wenn das richtig war. Schon mal ist das mit Uhrzeigersinn, schon mal gegen Uhrzeigersinn. Ach, du bist schon da, ich bin ja fix. Wir waren falsch, ist egal, wir hätten gegen Uhrzeigersinn reisen müssen, macht aber nichts. Aber so siehst du mal, wie schnell das hier geht. Ja. Komm, wir gehen da hinten nochmal eben hin. Kannst den Anker auch mal eben machen. Und das macht man die ganze Zeit dann, oder was? Ja, es gibt Spieler, die verbringen hier 2-3 Tage. Aber du solltest erstmal Fertigkeitspunkte haben. Das bringt mir nicht sonst nichts, weil du musst ja alles leveln, weißt du. Erstmal brauchst du eine andere Rüstung, das ist immer ganz klar. Und Fertigkeitspunkte ohne Ende. Ja. Weil wenn du was freischalten kannst, dann musst du auch das Richtige freischalten. Und dann kann das hochleveln. So, wir warten jetzt mal hier, bis diese Viecher gleich kommen. Dann machst du den Anker auch noch eben fertig. Geh mal auf Menü und dann auf Sammlungen bei dir, ob da irgendwas drin steht, auf Sammlungen. Ja, wo denn? Menü auf Sammlungen. Ne, ist nirgendwo was Neues. Hast du keine Waffe? Oder so ein komisches Messer. Sonst nichts? Du hast aber diese Fetzen an. Du musst da irgendwas anderes haben. Das ist im Menü auf Sammlungen. Da musst du mal gucken. Da ist irgendwas drin. Oder auf Inventar. Auf Vorräte oder sowas. Da muss doch irgendwas sein bei dir. Menü, Inventar oder Menü auf Sammlungen. Nee, ist aber nichts. Da kommen sie schon, die Viecher hier. Du kannst ja mal hier den Anker zumachen. Wenn du den Anker nicht zumachst, dann kriegst du wieder Magiker im Leben.
Nee, das sind die Dinger an der Seite, die dann offen gehen, weißt du, die man schließen kann. Ich zeige dir das demnächst mal beim anderen Anker, wo weniger los ist. Jetzt kommt der Boss. Und alles einsammeln. Und dann wieder in die Truhe gucken, alles mitnehmen. So, jetzt lasst ihr erstmal alle weg, diese beiden Vögel. Und jetzt geht er ins Menü, Inventar und nach ganz unten. Da ist der Schmuck, Ringe. Ob da Ringe sind mit Magiker. Da zieh die ruhig mal an. Ring des Ordens von Diagna. Ja, wenn da was ist mit Magiker, ruhig anziehen. Aber auch ohne Magiker, ist egal. Hauptsache, du hast mal ein paar Ringe. Schaden kann das nicht. Und da guckst du auch bei Halskette, ob da schon eine Halskette drin ist oder was. Ja, von Diagna. Also rechte Hand, rechter Linkfinger, rechte Hand, linke Hand und Hals. Ja. Aber du brauchst ja Stäbe, Zerstörungsstäbe brauchst du. Ja komm, da können wir erstmal wieder hier weg. Aber noch kannst du mit dem Charakter überhaupt nichts anfangen. Nee, nicht wirklich. Aber da liegen noch ein paar Sachen im Moment. Alles mitnehmen immer. So. So, jetzt gehen wir mal nach Gradwald. Ich reise vor, du hinterher, weil du warst da ja noch nicht. Moment, Gradwald, erstmal suchen auf der Karte. So, ich reise vor. Ich bin in 15 Minuten bin ich offline, ne? Ja, ja, kein Problem. Ich mach dann auch aus. Morgen wieder früh raus. Ja. Ich guck dann morgen mal wegen der Rüstung. Ja, genau. Hauptsache, du warst noch mal eben hier in Gradwald. Ja. War nach Gradwald, dann musst du demnächst öfters. Da gibt's die Quest für den Unerschrockenen, die Tagesquest. Da kann das leveln. Soll ich hinterher reisen? Ja, ja, warte noch. Ich bin doch am Reisen. Das dauert hier so lange wieder. So, jetzt bin ich da. Ist auch nicht viel los heute bei These. Nee, du spielst das nur, ne? These? Hab ich gesehen. Ja, ich spiele das öfters. Ich hatte auch schon andere Spiele, aber alle verkauft. So, ich bin hier. Aber ich habe mir Gran Turismo bestellt. Okay. Kommt am 18.10. Ich sehe dich gerade nicht, wo du bist. Hier bin ich. Warte mal, jetzt stehe ich vor dir. Hinter dir. Niederlassungen sowohl der Krieger als auch der Magiergilde. Im Ja, Raum befindet wir sich müssen hier runter. für Sie. Hier sind überall Händler, die stehen hier rechts und links, siehst du? Ja.
Aber wir können hier nichts verkaufen. Wir können nur verkaufen den Kalkstein. Später aber erst. So, hier oben sind so Typen, die geben Aufträge. Aber erstmal nur einer. Hier, dieser Balgrul. Sprecht den mal an, Balgrul. Der steht ja an der Ecke. Balgrul. Burgrul. Burgrul. Nichts an euch sagt. Ja. Man braucht Beschwörung. Gibt er dir einen Auftrag? Ja, eine Tagesquest. Gut, die machst du aber morgen, das brauchst du heute nicht. Ja, jetzt hast du andere Sachen an, siehst du? Ich hab doch gesagt, da ist was drin im Menü. Ja. Aber du hast keinen Stab, ne? Nee. Ja, ich mach dir morgen ein. Weil du brauchst jetzt Stäbe. Na komm, dann können wir hier wieder weg. Hier ist ein Buch, da kannst du dich später eintragen. Siehst du das hier, das Buch? Da kannst du dich später eintragen. Ja. Und hier stehen noch 3 Leute. Die kannst du noch nicht sehen, ich auch noch nicht, die stehen aber hier. Ab Level 45 gibt es die größeren Aufträge. Ja, okay. Das dauert aber noch. So, jetzt können wir erstmal wieder weg. Und dieser Bolgrul oder Balgrul, wie der Typ da hieß, der gibt dir jetzt jeden Tag eine Aufgabe und dann levelt die unerschrockenen Gilde. Und natürlich, wenn du Verliese machst. Ja, pass auf, dann mache ich auch für heute Schluss. Dann mache ich den morgen eine einigermaßen gute Rüstung. Ja, wie komme ich denn jetzt wieder dahin, wo wir angefangen haben, zum Startgebiet? Das war Wohlgewacht, wa? Ich glaube schon, ja. Hier, Wegschrein. Jetzt drückst du oben auf das Dreieck. Ja. Und dann guckst du mal, Auridon kannst du gucken. Ganz unten waren wir bei Auridon oder Kynaris Rast. Siehst du das? Ja, Kentaris Rast, ja, da genau. Da kamst du raus. Du kannst jetzt aber auch noch Auridon, du kannst aber hier rumlaufen, dann ist egal. Ah, okay, ja, ich hab's kapiert, verstanden. Und sonst immer auf Gilde gehen, ins Menü auf Gilde und dann zu Spielerreisen. Wenn du mal woanders hin willst. Ja. Also Soziales, Gilden und dann einfach zu Spielerreisen. Ja, ja, das hab ich verstanden. Gut. Alles klar. Gut, ich sag dann mal bis morgen. Ja, dann bis morgen. Tschüss. Jo, ciao, ciao.